Hallo ihr Lieben, Grüße mal wieder aus Alanya. Ich habe diesen Kanal zur Welt gebracht, sage ich jetzt mal. Ein anderes Wort finde ich jetzt nicht. Für meine Familie, Kollegen und Freunde aus Deutschland, damit die sehen können, ja, was ich mache. Da die mich alle kennen, hatte ich bisher noch nie den Andrang dazu gehabt, zu erzählen, wer ich überhaupt bin. Der Kanal ist jetzt mittlerweile gewachsen und da kamen halt die Fragen so, ja, wer bist du, wie verdienst du dein Geld, wie machst du Geld, etc. Ich kann diese Fragen verstehen, weil das interessiert mich natürlich auch immer wieder selber. Wie machen andere Leute Geld? Das ist jedermanns Bedürfnis. Ja, wo fange ich an? Am besten bei meiner Mutter. Die ist Türkin und kommt aus Türkei, geboren in Türkei, ist dann um 65, 69 rübergegangen nach Deutschland, kam aus einem Dorf, ziemlich rudimentär, und hat im Radio gehört, ja, Arbeitsplätze in Deutschland, und ist dann als Frau ganz alleine rüber nach Deutschland gefahren und hat sich da halt eine Bude gesucht und hat angefangen zu arbeiten als Gastarbeiterin. Ja, mit der Zeit ist sie hin und her getingelt, keine Ahnung, ein paar Mal im Jahr, und hat sich dann halt, wurde schwanger und hat mich dann in Deutschland geboren. Sie hat in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt und hat dann hier gearbeitet, da gearbeitet. Sie hat mir beigebracht gehabt, wie man einfach sparsam ist, ne? Und hat mich dann in Deutschland großgezogen, hat einen normalen Job gehabt, hat dann einen Teilzeitjob gehabt und also nebenbei Jobs und dann noch am Wochenende noch einen Job und Job. Die hat verdammt viel mal locht hier, also dort in Deutschland. Das ging dann auch mit mir nicht so gut, weil Kinderbetreuung und war ein bisschen schwierig, und arbeiten als alleinerziehende Frau. Hat mich dann auch versucht, in Pflegschaften zu geben, also Betreuung etc. Die waren mehr schlecht als recht. Und hat die mich dann halt rausgeholt aus Pflegschaften, hat es dann versucht, dann mich in Türkei quasi über eine gewisse Zeit dazulassen, als ich Kind war, bei meiner Oma, und war sehr armselig dort. Da war nichts Besonderes, also da haben wir mit dem Reifen und Stock und so einen Scheiß gespielt und in den Wäldern rumgegurkt und erkundet die Welt, Natur und so, mehr gab es da halt nicht, ne? Und dann, wo sie dann halt einen Fuß fassen konnte, wirklich, dann hat sie mich dann halt wieder rübergeholt. Ich war jetzt nicht so lange in Türkei gewesen, also aber das Türkisch, das rudimentäre Türkisch, habe ich dann wirklich von Türkei dann halt gelernt, in der Baby-Kind-Phase, also nicht Babyphase, aber Kleinkindphase. Und da war ich dann halt permanent dann in Deutschland, und da hat sie mir auch gezeigt gehabt, so, ja, hat es mir damals so einen Pfennig gegeben zum Sparen, 2 Pfennige gegeben, immer nur so Kupfergeld, und ich hatte dann so eine riesengroße Flasche, habe ich dann immer reingeschmissen und gespart und so, irgendwann mal ausgekippt, gezählt und etc. Nun ja, sie hat mir sehr viel Sparsamkeit beigebracht, weil sie hat nie Geld ausgegeben. Und das habe ich dann auch irgendwie von damals auch mitgenommen, dass ich nie Geld ausgeben sollte. So wurde mir das dann halt mitgegeben.
und habe dann einfach nur alles Geld, was ich bekommen habe, einfach nur gespart. Sie hat mir auch damals dann irgendwie Second-Hand-Klamotten von der Heilsarmee, habe ich ja erzählt gehabt, bekommen gehabt, und ich konnte mir dann aussuchen, bitte das oder dies oder jenes, und keine Ahnung, habe mir da irgendwas genommen, was mir halt gefallen hat in dem Moment zu der Zeit, und war mir dann wurscht. Mir war das ganze Zeit wurscht, ob ich Secondhand hatte oder nicht. Hab dann gespart und weiß was ich. Und dann wurde ich dann halt älter und habe dann halt das Ganze, was sie mir mitgegeben hat, weitergeführt. Ne? Habe dann geschaut gehabt, so dass ich in der Schule war ich nie besonders gut. Ich war da, habe es mir angehört, Hausaufgaben habe ich auch nie gemacht. So erst wenn es nötig wurde, so vor Schulunterricht habe ich dann, von den Kollegen genommen, so abgeschrieben und so ein Scheiß. Klausuren habe ich auch noch nie gemacht, weil, also gemacht schon, aber ich habe nie gelernt dafür. Habe dann einen Tag vorher, habe ich mir das Ganze angeschaut, was nötig war für die Prüfung, habe es dann mal gelernt über Nacht oder so, und das war es dann auch schon, und habe dann halt hingeschrieben. Ich war so ein mittelmäßiger Kandidat gewesen, aber nicht sehr auffällig oder so, aber so ein mittelmäßiger Kandidat, und habe dann, Schule war mir gar nicht so wichtig. Das ging hoch bis zur 10. Klasse. Habe ich Bewerbung rausgeschickt mit meinem dämlichen Zeugnis. War ja nicht so prall. 3,4 oder was. Nee, Quatsch. Doch, war 3,4. Auf jeden Fall nicht so toll. Keiner hat mich genommen. Egal. Habe ich mir gedacht, was machst du dann? Gehst auf eine höhere Handelsschule. Ne? Bin ich dann 2 Jahre auf eine höhere Handelsschule gegangen. Habe dann die höhere Handelsschule gemacht. Und dann kam dann wieder der Zeitpunkt, man muss sich bewerben für eine Ausbildungsstelle. Ich hatte dann, was habe ich da gehabt? 3,3, 3,5, ich weiß es nicht mehr ganz genau, müsste ich doch mal in den Unterlagen nachschauen, aber war auch nicht so prall gewesen. Ne? Habe mich dann beworben und habe mir dann gedacht, so okay, wird schon klappen. Nö, klappte natürlich nicht so. Und da habe ich gesagt, scheiße, da hat es mir mal Klick gemacht. So, jetzt muss er irgendwas tun, damit irgendwie weitergehen kann. Ne? Hab dann im letzten halben Jahr, weil man muss ja mit einem Halbjahreszeugnis vor Abschluss sich bewerben, hab dann mit einem Abschlusszeugnis, hab mich dann so reingeklemmt, ne? Und dann angefangen zu lernen. Und bin dann so mit dem Abschlusszeugnis bei 2,6 gelandet. Und habe ich mir gedacht, so, okay, gut, wenn man seinen Arsch irgendwo hinsetzt und danach was macht, dann kriegt man schon was gestemmt. Ne? Aber ich hatte immer noch keinen Ausbildungsplatz. Aber ich hatte die höhere Handelsschule, also die höhere Fachhochschulreife gehabt, über die 2-jährige höhere Handelsschule. Und klar, da habe ich natürlich auch Buchhaltung kennengelernt. Das gibt mir dann für später noch einen Weg. Und habe mich dann, da ich keinen Ausbildungsplatz hatte, habe ich mir gedacht, okay, studierst du. Leider habe ich dann technische Schule gelernt, also Hochschule. Ich wollte irgendwas Kaufmännisches und Technisches haben, weil die haben mir damals gesagt gehabt, du kannst ganz viel verdienen, wenn du technisches Know-how noch dabei hast. Ja, habe ich gemacht. Habe dann festgestellt gehabt, so, oh Scheiße, Technik ist zwar schön und gut, Werkstoffkunde und aber die Mathematik, ne, das ist höhere Mathematik, also nicht wie auf der höheren Handelsschule, da hast du Algebra und Cosinus und Sinus und Gott weiß, was du da alles lernen musstest, damit du da irgendwie auf dem Level bist zum technischen Studium. Ne? Also meine Studienwahl war nicht gut gewählt gewesen, geleitet von Geld, aber sein gelassen und dann halt gechillt, so mit irgendwelchen diversen Nebenjobs.
Ja, man kann es nicht chillen nennen. Ich habe einfach nur gearbeitet, wollte einfach Geld scheffeln, habe dann, wie heißt es, im Getränkeladen gearbeitet, irgendwelche Kästen hin und her geschleppt und bin dann halt hingegangen und habe dann Regale eingeräumt, was man halt in dem Alter machen kann. Ich habe eigentlich recht früh angefangen, irgendwas zu arbeiten. Ich habe sogar mit 14 schon angefangen zu arbeiten, habe dann Medikamente mit dem Fahrrad ausgefahren zu irgendwelchen Omis und Opis, habe dann immer schön Trinkgeld bekommen und war immer schön gewesen. Und die haben sich immer gefreut über mich, dass ich dann irgendwie ihre Medikamente gebracht habe. Und das ging halt immer weiter. Ich habe mir jeden Job irgendwie, was man so in einem Alter machen kann, mitgenommen, um Geld zu verdienen. Ja, und ich würde sagen, das reicht auch für heute von Wer bin ich? Ich denke mal, ich mache dann morgen nochmal einen Teil 2 draus, weil sonst wird es einfach viel zu lang dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend und sag mal, gehabt euch wohl und freut euch auf den morgigen Tag, weil Familie, Freunde und Kollegen kennen mich schon, ihr noch nicht, aber ab dieser Serie werdet ihr es. Bis dann, ciao, tschüss.